Viele von euch da draußen kennen Distanzscheiben meistens in so einer Form oder solch einer Form direkt hier mit Löchern zur Verschraubung an die Radbolzen vom Automobil. Aber kennt ihr auch das einzigartige System von SC? Das sieht nämlich so aus. In dieser Folge werde ich euch das DZX-System vorstellen und auf das AZX-System wird Palak eingehen und euch ebenfalls die Vorteile zeigen. Kurz zur Spurverbreiterung an sich. Wozu das Ganze? Mit der Verbreiterung der vorderen oder der hinteren Spur beeinflusst man das Fahrverhalten eines Automobils, vor allem in Kurvenfahrten. Konkret im Drift ist es so, dass die Hinterachse meistens eine schmalere Spurweite hat wie die Vorderachse und das bringt eine gewisse Stabilität an der Vorderachse, die sehr wichtig beim Drift ist. Das muss aber nicht immer zwingend so sein, je nachdem wie eure Aufhängung ist und noch viele weitere Faktoren kann es sein, dass ihr ebenfalls auch mit der hinteren Spurweite spielen müsst und bei manchen Automobilen, vor allem im Rundkursbereich, sogar die Hinterachse breiter macht als die Vorderachse. Einige von euch kennen auch so eine Situation. Ihr habt Felgen von einem Automobil, wollt es vielleicht auf ein anderes Automobil montieren mit gleichem Lochkreis, mit gleicher Mitten-Nabenzentrierung und dann passiert euch sowas hier, wenn ihr zum Beispiel voll einlenkt. Просто пиздец! Genau in solchen Fällen kommen Distanzscheiben zur Hilfe. Wenn ihr also nicht passende ET habt oder wie in diesem Fall eine Lenkwinkelerweiterung, dann kommt ST DZX ins Spiel. Eine gewöhnliche Distanzscheibe besitzt festen Lochkreis und nicht variable Mittennabenzentrierung. Ab einer gewissen Breite muss man sogar an eurem Automobil die originalen Stehbolzen auspressen und durch längere ersetzen, was ohne Sonderwerkzeug oder Ausblock Engineering nicht so einfach ist. Das DZX-System. Was euch vermutlich schon aufgefallen ist, das DZX-System besitzt mehrere Lochkreise an einer Distanzscheibe. Noch viel krasser finden wir aber die Vielseitigkeit nicht nur in den Lochkreisen, sondern auch bei der Mittennabenzentrierung. Das bedeutet, bei ST bekommt ihr für alle möglichen Automobile diese Adapterringe und können sowohl verschiedene Lochkreise als auch verschiedene Mittennabenzentrierungen mit einer Distanzscheibe fahren. Wenn ihr die originalen Stehbolzen in Verbindung mit dem DZX-System und einer Zubehörfelge, in meinem Fall Ultralegera, verwenden wollt, benötigt ihr solche Schaftmuttern, die gibt es ebenfalls bei ST. In meinem Fall in kurz und mittellang, Länge 10 oder 17,5. Wie prüft man das Ganze bei beliebigen anderen Automobilen mit anderen Aftermarket-Felgen? Für die richtige Schaftmutter bestimmt ihr den Durchmesser eures Stehbolzens, in meinem Fall M12, Steigung beträgt 1,5, Stehbolzenlänge, in meinem Fall 25 mm. Dann nehmt ihr die originale Mutter, die bei euren Aftermarket-Felgen mit dabei ist, steckt sie in die Bohrung, soweit es geht, hinein und messt den Abstand von Ende der Mutter bis zum Flanschanfang. In meinem Fall sind es 8 mm. Jetzt benötigen wir die Anleitung von SC, die findet ihr in der Beschreibung. Wir wissen, dass wir Gewinde M12 haben, wir wissen, dass wir die Stehbolzenlänge 25 mm haben und wir möchten gerne die Gesamtspur um 30 mm verbreitern, also pro Rad 15 mm. Für eine DZX 15 mm Distanzscheibe benötigen wir einen Mindestschaftmutternüberstand von 5 mm. Addieren wir die eben ermittelten 8 mm plus die 5 mm, landen wir bei 13 mm Mindestschaftlänge. Jetzt wissen wir, dass die kurze Schaftmutter von ST nicht geeignet ist und deswegen müssen wir die mittlere nehmen mit einer Länge von 17,5 mm. Die ST-Schaftmutter schaut 7 mm aus dem Flansch raus. Somit dürfen wir laut der Tabelle 15 mm DZX Distanzscheiben fahren. Wichtig, Kameraden, die Schaftmuttern müsst ihr wie gesagt ermitteln und dazu bestellen. Die sind nicht im DZX-System mit dabei. Die Schaftmutter ist nämlich abhängig von euren Stehbolzen, Durchmesser, Steigung und so weiter und so fort. Montage ganz einfach, Adapterring mit dem Konus so drauf. DZX-Distanzscheibe mit dem Adapterring hier durch. Wenn es für euch zu schwer war wegen den ganzen Zahlen oder ihr einfach so ein Debil seid wie ich. Ein Debil. Oder ihr euch zwischen zwei Distanzscheibenbreiten nicht entscheiden könnt, also so zum Beispiel, dass das zu weit raus steht oder zu weit innen. Dafür hat ST Spurverbreiterungsspezialisten, also solche Shops, die sozusagen alle möglichen Kombinationen von Fahrzeugen, Distanzscheiben und so weiter kennen und euch telefonisch oder vor Ort direkt beraten und sogar das Ganze vielleicht probemontieren an euren Fahrzeugen. Das DZX-System gibt es natürlich auch nicht nur für Stehbolzen, sondern auch für Radschrauben. Weiter geht's mit Palak und AZX-System. Das AZX-System sieht so aus und hat Gewindeeinsätze.
Der Rusak hat euch das DZX-System erklärt. Das ist auch das, was wir aktuell im Ostblock-Fighter haben, mit Scheibe und längeren Schrauben. Wenn man die beiden jetzt vergleicht, das hier ist DZX, das hier ist AZX. Hier hat Rusak euch erklärt, Doppellochkreis, kann man verschiedene Lochkreise fahren. Hier gibt es leider feste Lochkreis, aber dafür habt ihr so Gewindeeinsätze. Das ist für Drift mega geil. Wenn du keine Stehbolzen hast und dann mit Felge und Schraube dieses Loch da hinten treffen musst. Das ist das falsche Loch! Was? Das ist immer eine Katastrophe. Deswegen kriegt jetzt Ostblock Fighter AZX-System. Weil hier können wir jetzt in diese Einsätze Gewindebolzen reinschrauben. Das heißt, das kommt hier einfach rein und ihr habt dann ganz einfach auf Stehbolzen umgebaut. Palak findet das brutal. Wenn du so oder so Distanzscheiben fahren musst, nimmst du direkt so eine und baust die ganz einfach auf Stehbolzen. Und es gibt viele Kameraden da draußen, die irgendwas vom Baumarkt nehmen, Gewinde, Stangen, sonst irgendwas und schweißen das hinten fest. Das würde Palak nicht empfehlen, weil ansonsten könnte vielleicht das hier passieren. ST hat für euch beste Lösung, AZX. Gibt es ab einer Breite von 20 mm. Zumindest beim E36. Also 40 pro Achse. Und diese Bolzen gibt es in verschiedenen Variationen für die verschiedenen Automobile. Beim Ostblock Fighter E36 gibt es zwei verschiedene. Einmal M12 x 1,5. Das ist auch die aktuell verbaute. Oder M14 x 1,5. Dementsprechend gibt es von ST auch die passenden Muttern. Das ist M12 1,5 und das ist M14. Wie man sieht, Unterschied. Für die Straße wird immer empfohlen, Herstellerangaben zu beachten. Das heißt, das was drin war, sollte auch wieder rein. Aber da der Ostblock Fighter kein Straßenautomobil ist und wir ihn im Drift mit Klatschkicks bewegen, gehen wir auf Nummer sicher und nehmen den M14. Auf beiden Seiten M14 x 1,5. Wichtig dabei ist zu prüfen, dass der bei euch in die Felge reinpasst und die Bohrung groß genug dafür ist. Wichtig. Diese Bolzen müsst ihr separat dazu bestellen. Normalerweise kriegt ihr 2 Scheiben inklusive Montagematerial. Und diese Bolzen müsst ihr dann anhand eures Automobils bestellen, was ihr auch immer habt. Diese Seite ist immer gleich, M14 x 1,5. Andere Seite gibt es viele verschiedene Variationen für verschiedene Automobile. Und zum Befestigen dieser Gewindebolzen gibt es auf der Rückseite sogar einen Imbus. Das heißt, du schraubst das einfach hier rein. Natürlich ist Schraubensicherung schon drauf, wichtig. Und jetzt kannst du auf der Rückseite mit einem 5er Imbus das einfach festziehen. Laut Vorschrift 15 Newtonmeter. Und wie ihr wisst, war Ostblock Fighter in Frankreich. Wenn nicht, dann mach gucken. Und trotz der massiven Abflüge ist das ST-XTA immer noch Kurva, voll funktionsfähig. Robust Kurva. Bewegen am Limit, jeder Fehler kostet. Aber genau dafür ist Ostblock Fighter da, zum Trainieren. Damit Silvia länger ganz bleibt. Bruder! Oh, Bruder! So sieht das am Ende aus und kommt jetzt da drauf. Wichtig ist immer vorher sauber machen, damit die Scheibe auch irgendwann wieder abgeht. Am besten noch ein bisschen Kupferpaste, dass auch ja nichts festrostet. Aber am besten nicht so viel. Hat Palak übertrieben, Entschuldigung. Einfach draufstecken und mit den Schrauben festziehen. Wie man sieht, muss jemand bremsen. Aber Palak ist alleine und hat sich dank Ostblock Engineering eine eigene Feststellbremse für die Vorderachse gebaut. Weil diese Schrauben müssen nach Herstellervorgaben angezogen werden. In den meisten Fällen 120 Newtonmeter. Und bei den Schrauben am besten Schraubensicherung benutzen, weil die werdet ihr so schnell nicht mehr aufmachen. Und dann sind die alle schön dauerhaft fest. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt kommt das Beste, das Rad zu montieren. Bei BMW normal immer problematisch, aber jetzt kannst du es ganz einfach drauflegen. Und jetzt könnt ihr ganz einfach mit der passenden Mutter, die es übrigens auch in Schwarz gibt, bei ST für Style, easy festdrehen. Natürlich hat AZX sowie das DZX-System volle Zulassung auf deutschen Straßen. Somit habt ihr kein Problem mit Zirkus. So sieht übrigens Custom-Lösung aus von ST. Hier ein wenig Politik, was die Einpresstiefe angeht. In diesem Fall Custom-Lösung, das heißt feste Zentrierung für passende Felge und Automobil und stehende Bolzen
und feste Länge. ST kann euch Customizing machen, wie ihr wollt. Gut, war so ein Kuchen, weil sieht aus wie ein Kuchen. Das war's von Palak.